Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deutschhäppchen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Lisa. Und ich bin Maxi. Und Lisa, ich muss dich was fragen. Bist du ein Morgenmensch? Puh, direkte Konfrontation. Ich würde sagen, ich bin einer geworden, aus Notwendigkeit. Geworden. Siehst du, das ist der Punkt. Niemand wird als Morgenmensch geboren. Das ist eine antrainierte Superkraft oder eine Lüge, die wir uns selbst erzählen. Eine Lüge. Okay, da hast du ja direkt eine starke Meinung. Und damit haben wir auch schon unser heutiges Thema verraten. Es geht um den Morgen. Genauer gesagt, wie sieht dein Morgen aus? Oh ja, die wichtigste, aber oft auch schrecklichste Zeit des Tages. Wir wollen heute mal ganz ehrlich über unsere Morgenroutinen oder das Fehlen davon sprechen. Okay, dann leg mal los, Maxi. Nimm uns mit in deine Welt kurz nachdem der Wecker geklingelt hat. Okay, also stellt euch pures Chaos vor. Das ist so die Grundstimmung. Das fängt ja gut an. Es fängt damit an, dass der Wecker um, sagen wir, 7 Uhr klingelt. Das ist aber nur eine unverbindliche Empfehlung. Eine Empfehlung? Ja, mein Körper und ich, wir verhandeln dann. Und die erste Verhandlungsrunde gewinnt immer die Schlummertaste. Ich drücke die also, ohne Witz, mindestens 3-mal. Manchmal, wenn ich im Halbschlaf bin, auch 4-mal oder 5-mal. Wow, und dann? Irgendwann musst du ja aufstehen. Ja, irgendwann merke ich dann, oh Gott, es ist 7:45 Uhr und ich muss um 8:30 Uhr aus dem Haus. Und dann bricht die Hektik aus. Das ist wie ein Actionfilm. Beschreib mal eine Szene aus diesem Film. Okay, Szene 1. Ich springe aus dem Bett, stolpere über meine eigenen Füße auf dem Weg ins Bad. Während ich mir die Zähne putze, versuche ich mit der anderen Hand schon mal mein Outfit für den Tag aus dem Schrank zu zerren. Meistens ist es das, was ganz oben liegt. Kenne ich. Keine Zeit für Modeberatung. Überhaupt nicht. Und dann kommt der wichtigste Moment des ganzen Morgens. Die Pilgerreise zur Kaffeemaschine. Ah, der heilige Gral. Absolut. Und wenn diese Maschine funktioniert und mir dieses schwarze Gold gibt, dann besteht eine Chance, dass der Tag noch okay wird. Aber sprich mich davor nicht an. Ich bin nicht ansprechbar. Ich bin quasi nur eine Hülle. Und was passiert, wenn die Kaffeemaschine mal streikt? Wohnen leer, Wasser vergessen aufzufüllen? Kompletter Systemabsturz. Das ist der Weltuntergang in Miniaturformat. Dann ist der Tag eigentlich schon gelaufen, bevor er angefangen hat. Dann gibt's nur noch den Kaffee to go unterwegs, der nie so gut schmeckt und viel zu teuer ist. Okay, ich sehe schon. Dein Morgen wird von einer kleinen Bohne regiert. Und was ist mit dem Handy? Wann kommt das ins Spiel? Das ist das allererste. Noch bevor meine Füße den Boden berühren. Augen auf, Hand zum Nachttisch, Handy entsperren. Echt? Direkt? Direkt. E-Mails, Nachrichten, Instagram, die Schlagzeilen des Tages. Ich flute mein Gehirn sofort mit Informationen. Ich weiß, man soll das nicht tun. Es ist wahrscheinlich furchtbar ungesund, aber es ist ein Automatismus. Und Frühstück? Fällt das komplett aus? Meistens ja. Wenn ich Glück habe, schnappe ich mir eine Banane oder ein Müsli-Riegel auf dem Weg aus der Tür. Richtig hinsetzen und essen? Keine Chance. Das ist Luxus. So, genug von meinem Desastermorgen. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Erzähl mir von deinem Wunderlandmorgen, Lisa. Du stehst bestimmt auf und die Vögel zwitschern dir ein Lied, oder? Nicht ganz. Die Vögel in der Stadt sind da eher zurückhaltend. Aber es ist schon deutlich anders als bei dir. Lass hören. Ich bin bereit, mich schlecht zu fühlen. Also, mein Wecker klingelt um 6:30 und ich drücke die Schlummertaste nicht. Lüge. Das ist eine glatte Lüge. Niemand tut das. Doch, ich habe mir das wirklich antrainiert. Die Regel ist, sobald der Wecker klingelt, Füße aus dem Bett. Ohne nachzudenken. Das ist Hexerei. Was passiert dann? Dann trinke ich als erstes ein großes Glas Wasser und dann, ja, ich geb's zu, mache ich so 10 bis 15 Minuten Yoga. Nur ein paar Dehnübungen, Sonnengrüße, um den Körper aufzuwecken. Okay, ich folge dir noch. Widerwillig, aber ich folge. Danach mache ich mir einen Tee und setze mich für 5 Minuten ans Fenster. Ohne Handy. Ich schaue einfach nur raus, atme durch und komme an. Was? Du schaust raus? Einfach so? Ja, das erdet total. Und erst danach, wirklich erst wenn das alles passiert ist, schaue ich aufs Handy. Und dann auch nicht Social Media, sondern ich lese kurz die wichtigsten Nachrichten und checke das Wetter. Ich bin schockiert und beeindruckt zugleich.
Und Frühstück? Frühstück ist heilig. Ich nehme mir dafür Zeit. Meistens Porridge mit Früchten oder ein Joghurt mit Müsli. Ich setze mich an den Tisch und esse in Ruhe. Wow, das klingt wie aus einem Werbespot für ein besseres Leben. Aber mal ehrlich, klappt das jeden Tag so? Was ist, wenn du schlecht geschlafen hast oder einfach mal keine Lust hast? Nein, natürlich nicht immer. Es gibt auch Tage, da bin ich total müde und lasse das Yoga weg und sitze nur mit meinem Tee da. Oder ich verschlafe auch mal, das passiert. Aber ich versuche, diese Grundstruktur beizubehalten, weil ich gemerkt habe, wie gut sie mir tut. Der ganze Tag startet einfach ruhiger. Ich bin nicht schon gestresst, wenn ich das Haus verlasse. Verstehe. Mein Tag startet mit Puls 180. Vielleicht sollte ich mal was ändern. Es ist schon krass, wie unterschiedlich das sein kann. Bei dir klingt das alles so bewusst und absichtsvoll. Bei mir ist es eher eine Reaktion auf die tickende Uhr. Aber das ist ja auch okay, wenn es für dich funktioniert. Die Frage ist ja, funktioniert es oder fühlst du dich den ganzen Tag gehetzt? Eher letzteres, wenn ich ehrlich bin. Oft habe ich das Gefühl, ich renne dem Tag von der ersten Minute an hinterher. Siehste! Und was ich auch interessant finde, ist dieser Druck von außen. Auf Instagram und so, da sieht man ja nur diese perfekten Morgenroutinen. Mit Meditation, 30 Minuten Sport und selbstgemachten Ingwer-Shot. Oh ja, da fühlt man sich mit seinem Chaos morgen gleich doppelt schlecht. Als wäre man ein kompletter Versager, nur wenn man nicht um 5 Uhr morgens einen Berg besteigt. Genau. Und das ist doch Quatsch. Ich glaube, man muss seinen eigenen Rhythmus finden. Und der kann auch beinhalten, dass man morgens einfach nur seine Ruhe will und einen Kaffee trinkt. Und was ist am Wochenende? Bist du da auch so diszipliniert? Auf keinen Fall. Am Wochenende wird ausgeschlafen. Da gibt es keine Regeln. Da wird lange im Bett gelesen, gemütlich gefrühstückt, manchmal auch erst mittags. Das ist ja das Schöne daran. Okay, das beruhigt mich. Du bist also doch ein Mensch. Na klar, aber es geht ja darum, einen Weg zu finden, um unter der Woche gut in den Tag zu starten. Und ich glaube, der größte Unterschied bei uns ist wirklich das Handy. Das sofortige Reinfluten mit Informationen. Ja, wahrscheinlich. Das ist der Punkt, wo ich am ehesten ansetzen könnte. Vielleicht lasse ich es morgen früh einfach mal 5 Minuten länger auf dem Nachttisch liegen lassen. Das ist ein Anfang. So, und mit diesem kleinen, aber feinen Vorsatz für Maxi sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Puh, die Zeit ist gerast. Ich fühle mich jetzt irgendwie therapiert und motiviert, es morgen mal anders zu versuchen. Vielleicht. Das freut mich. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir natürlich auch fragen. Wie startet ihr in den Tag? Seid ihr Team Chaos Maxi oder Team Zen Lisa? Oder etwas ganz anderes? Ja, schreibt es uns. Wir sind super neugierig. Ihr findet uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen unter Deutschhäppchen. In unserer nächsten Folge geht es dann um das genaue Gegenteil, die Abendroutine. Wie kommt man gut zur Ruhe? Oh, da habe ich auch einiges zu sagen. Also abonniert den Podcast, damit ihr das nicht verpasst. Genau, wir freuen uns auf euch. Macht's gut und habt einen tollen Start in den Tag, wie auch immer der für euch aussieht. Tschüss!